Sagenhafte Erinnerungen aus Ortsnamen. Die Rohrbacher, ein adliges Geschlecht, welches vorzüglich im 13. und 14. Jahrhunderte in der Gegend von Landsberg begütert war, besaßen auch unweit Sandau einen Ort mit Namen Pullach. Von diesem Orte ist keine einzige Spur mehr vorhanden, aber ein Feld zwischen Penzing und Schwifting, etwa eine gute halbe Stunde von Sandau entlegen, führt noch diesen Namen. Und der Weg, welcher von Kaufring nach Schwifting führt, wird allgemein Pullacher Weg genannt, weil er ehemals zuerst nach Pullach zog, ehe er das weiter entfernte Schwifting erreichte. Kein lebender Mann denkt es mehr, dass auf dem kleinen Felde, welches zwischen Kaufring und dem Lechfelde auf mäßiger Höhe sich ausbreitete, ein Hof gestanden. Aber der Name Höfle sagt es den künftigen Geschlechtern, die keine Spur mehr von einer Behausung sehen können. So ist es auch im Dorfe Mohrenweis, zwischen Landsberg und Bruck gelegen. Ein Haus, welches noch den Namen zum Parochell führt. Dieser Name beurkundet in der Tat, dass hier einmal der Pfarrhof Domus Parochialis gestanden sei. Im selben Dorfe führt eine ganze Abteilung von Häusern und Gärten den Namen Pfalz. Hier stand ehemals das Palatium der Edlen, die in frühesten Zeiten da selbst saßen, und später das Palatium der Verwalter der wessobrunischen Güter. Der Name Pfalz wird für ewige Zeiten die einstige Existenz eines solchen Palatiums bezeugen. Die Engelmüthen ist ein Feld mitten im Walde zwischen Mohrenweis und Türkenfeld, das zu dem nahegelegenen Weiher Brandenburg gehört. Niemand weiß jemals dort eine menschliche Wohnung. Den Namen aber hat der Platz bewahrt, wo einst das in alten Schriften beurkundete Engelmuting stand. So führt auch nahe bei Türkenfeld ein besonders abgegrenztes Feld, in welches sich 4 Grundbesitzer von Türkenfeld teilen, den Namen Hirschenwang und bezeichnet den in der Geschichte von Benedikt Beuren so oft beurkundeten Ort Irsenwang oder Hirschenwang, von dem aber keine andere Spur mehr als dieser Name vorhanden ist. Die Bewohner dieses Ortes haben sich in schweren Zeiten nach Türkenfeld übergesiedelt und ihre Besitzungen an die Häuser gebracht, in welchen sie sich niedergelassen hatten.